Wir starten das heutige Video mit einem kleinen Unfall, der aber im Auto passiert ist und zum Glück nicht außerhalb. Wir sind gerade am Weg nach Wild City und ihr seht es, die Einzelteile, die wir von Salzburg nach Wild City bringen wollten, haben sich jetzt verselbstständigt und sind umgefallen. Dabei haben wir gedacht, dass wir es eigentlich schön hingestellt hatten. Aber gut, eine Kurve haben sie nicht geschafft. Dabei sind wir schon ziemlich nah an Wild City dran. Also eigentlich auch interessant, wie manchmal das Leben so spielt. Hallo Freunde. Wo immer ich jetzt hingefilmt habe. Ja. Christoph, lass dich nicht ablenken. Dafür ist das Sanctum Sanctorum heute mit dabei, am Weg nach Wild City. Und das Sanctum Sanctorum hat es offensichtlich ausgehalten, die Attacke von den Einzelteilen. Ich hoffe auf jeden Fall. Mal schauen. Ja, wir wollten euch eigentlich nur kurz mitnehmen auf unserer Fahrt nach Wild City. Wie gesagt, wir sind schon sehr weit, wir sind bald da und wollten euch einfach nur mal berichten, was wir eigentlich so machen während den Autofahrten. Für uns ist heute eigentlich ein ganz normaler Samstag, wo wir sehr oft auf dem Weg nach Wild City sind. Das Auto ist heute nicht ganz so voll wie sonst, aber fast. Vielleicht, wenn ihr nach hinten geschaut habt, seht ihr, Tim ist wieder nicht dabei. Er ist bei Oma. Er ist gerade abgeladen worden. Wo er, glaube ich, besser verwöhnt wird als bei uns. Oh ja. Und wir nutzen die Autofahrten eigentlich immer ein bisschen, um etwas zu planen, ein wenig vorauszuschauen. Rita, auf was hast du denn heute Lust, wenn wir dann dort sind und das Chaos beseitigt haben? Ja, das wird eine Zeit lang dauern, also ich bin gespannt. Lauter Einmal-Einser-Steine. Ob wir noch zu viel kommen, aber ganz egal. Was ich auf jeden Fall gerne gleich am Anfang machen möchte, wir werden sehen, ob wir es dann wirklich machen, denn das ist ja auch immer so eine Sache, den Plan, was man hat und was man dann auch wirklich umsetzt. Wir hatten ja vor einiger Zeit einen legendären Livestream mit euch. Oh, der war schön. Der ist zwar schon lange her, aber der war super. Genau, ja. Und da habe ich mir Notizen gemacht von euren Ideen, wo wir einfach so drauf gekommen sind während dem Quatschen. Unter anderem waren das auch die Kakteen für den Western Park. Und das würde ich gerne einfach mal umsetzen. Ich bin gespannt, ob wir es dann auch wirklich machen, weil oftmals, ihr kennt uns und ihr wisst es auch, oftmals gehen wir einfach nach Wild City rein und auf einmal haben wir eine andere Idee und dann, ja. Aber es könnte sein, dass der gute Bob Brickman heute dann noch einen wohlverdienten Klick von uns bekommt, denn der hat ja die Kakteen gebaut. Ich weiß noch nicht, ob wir so viele Steine in Grün haben, aber ja, das müssen wir dann mal schauen. Beziehungsweise die richtigen Steine, das ist auch immer so eine Sache. Einmal-Einser hätten wir viele, vielleicht machen wir dann also Einmal-Einser was, wenn wir sie alle wieder zwischen den Autositzen herausgekratzt haben. Aber was macht man denn nicht sonst? Ich denke mir, es wäre ja auch Fahrt, wenn man einfach aus dem Auto aussteigen würde, nach Wild City hochgehen. Ganz richtig, ja. Wir haben auf jeden Fall den ganzen Kofferraum wieder voller Teile und ich brenne darauf, die sind hoffentlich noch ganz, ja. Ich brenne darauf, dort hinten bei dem neuen Stadtviertel weiterzubauen. Da habt ihr uns ja damals sehr viele tolle Kommentare geschrieben. Wir haben jetzt nur, weil wir Straßenplatten nachbestellen mussten und ein paar andere Teile, momentan noch nicht die Lust gehabt, dort weiterzubauen. Aber das wird sich vielleicht auch ändern. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, dass wir sicher dort ankommen. Ein bisschen ist es ja noch hin und es ist jede Menge Verkehr hier. Oh ja. Aber wir melden uns dann von dort wieder und zeigen euch dann, was wir heute alles mitgenommen haben und vielleicht auch schon den ersten kleinen Baufortschritt oder die erste kleine Idee. Auf jeden Fall. Ich werde jetzt noch die Zeit nutzen, ein paar von euren Kommentaren beantworten, beziehungsweise Instagram-Nachrichten und Co. Und dann geht es los mit der, zuerst Zusammenräumerei und dann Bauerei. Also macht es gut und wir sehen uns bald. Tschüss. Ja, liebe Freunde, so sieht das jetzt aus, wenn wir die Türe aufmachen und ich meine, es liegen sogar Legosteine jetzt auf der Straße. Das ist schon ein wenig bitter. Hat uns leider ziemlich erwischt, nämlich auch leider hier unter diesem Stoff. Ich bin schon gespannt, wie wir die rausbekommen. Stundenlang hier vor diesem Sortierkasten gesessen und hier alles einsortiert und jetzt das hier. Das sind übrigens die Sortierkästen, wo wir immer wieder angesprochen werden von Lidl. Die hat es jetzt bei uns, übrigens Rita ist schon bei Lidl drinnen,
kauft noch ein paar Lebensmittel ein für uns und ich muss derweil hier das Chaos beseitigen. Die Kästen hat es jetzt bei uns, bei Lidl oder bei Hofer, also bei euch Aldi, wenn ihr in Deutschland wohnt, auch wieder mal gegeben. Nur sind die jetzt beim Preis ziemlich auch nach oben geschnalzt. Die letzten haben wir, ich glaube, um 8,99 € gekauft und jetzt hatten sie die wieder für 13 oder 14 €, also auch ziemlich teuer. Ja, ich beseitige oder versuche jetzt mal das Chaos hier zu beseitigen, während Rita einkaufen ist und dann sehen wir uns nachher wieder. Bis später. So, liebe Freunde, so sieht heute unsere Teepause aus. Rita ist alles andere als begeistert. Erstens mal, weil die Kaffeepause zur Teepause wurde, weil es so kalt ist. Und ja, das Problem ist jetzt, wir haben hier, ich glaube, wieder mehrere Stunden Sortierarbeit vor uns. Eine wirkliche Katastrophe, was hier passiert ist. Alle möglichen Steine, die wir in wirklich detaillierter Kleinarbeit hier sortiert haben, alle durcheinander. Und das Problem ist jetzt, dass wir hier auch noch viele Steine haben, die unter dem Sitz oder unter dem Filz rein geflogen sind. Das heißt, wir haben jetzt ein Lego-Auto. Werden wir gar nicht alle rausbekommen, glaube ich. Es wird für immer Lego in diesem Auto bleiben. Falls jemals jemand das Auto auseinander nimmt und sich denkt, warum sind da Lego-Teile drin? Dafür gefällt mir bei jedem Anblick dieses Sanctum Sanctorum noch ein bisschen besser. Und ich finde, also das Haus an sich ist ja kein Superheld, sondern die Leute, die drinnen sind. Aber das Haus hat sich auch schon sehr gut erwiesen, weil dieser Sortierkasten ja auf das Haus drauf gefallen ist. Und wenn dieses Gebäude hier nicht gestanden wäre, dann wäre wahrscheinlich alles umgefallen und wir hätten alles voller Lego-Teile hier. Ja. Und so sind wenigstens nur, ich denke mal, 3/4 der Lädchen hier ja, rausgefallen. Aber kann man nichts machen, was soll's. Es ist, wie Christoph sagen würde, ja, also sehr bittere Aktion hier. Wir werden schauen, ob wir heute noch was bauen können. Es wird jetzt demnächst mal dunkel, aber ich habe mir gedacht, wir machen das jetzt noch. Und ihr seht, leider hier ist dieser Filz ein bisschen aufgerissen, warum auch immer. Auf der anderen Seite ist das nicht, wenn das dort passiert wäre, kein Problem. Aber ja, jetzt haben wir lauter 1x1 Fliesen und so Viertelfliesen und so weiter haben wir hier im Auto und können momentan nichts machen. Ja. Ein Traum. Wir melden uns nachher wieder. Jessie! So, meine Lieben, im Auto ist leider noch immer Lego. Ich glaube, das wird auch für immer dort bleiben, weil wir ein paar Teile sehen, aber leider nicht rausbekommen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir haben jetzt mal alles auf den Dachboden gebracht und weil euch das letzte Mal interessiert hat, was wir jetzt alles immer hier mit herschleppen, kurz ein Sneak Peek für euch, was hier heute mitgekommen ist. Also wir haben das Sanctum Sanctorum hierher gebracht, was ein wirklich schönes Set ist und super Einsatz schon mal gezeigt hat in Sachen Belastbarkeit. Und dann haben wir heute wieder mal mehr kleinere Sachen mit. Also einerseits total viele so Schachteln und Anleitungen, die muss ich jetzt nachher alle noch sortieren. Übrigens, hier ist der Oberbösewicht von heute, der uns das Video und den Bauspaß ein bisschen vermiest hat. Ich werde die Teile vielleicht heute Abend oder in der Nacht noch ein bisschen sortieren. Kurzer Blick mal über Wild City, damit ihr auch seht, dass wir wirklich hier sind. Es hat sich wieder ein bisschen was getan, auch in der Zwischenzeit. Wir wollten eigentlich heute noch ein schönes Video für euch machen, nämlich auch dort hinten. Ich weiß nicht, ob ihr hinseht, da ist jetzt dieser Friends Wohnblock schon am Start. Und wir haben auch ja jede Menge, wenn ihr den Haul gesehen habt, Straßenplatten gekauft und so weiter. Da wollten wir voller Elan weiterbauen, aber gut, das ist halt heute so gekommen. Was haben wir sonst noch hier mit? Wir haben hier leider schon von Rita zusammengegessen, nur mehr eine leere Schachtel für irgendwelche Teile. Auch Kaffee ist schon ausgetrunken. Rita trinkt übrigens unten jetzt gerade noch einen Kaffee. Das sind leere Schachteln nur zum Verstauen der Teile. Dann haben wir hier jetzt mal aufgebaut diesen Lego Store, den wir im Legoland mal gekauft haben. Ich weiß gar nicht, ob das Set exklusiv ist. Hat mir irgendwie beim Aufbauen ein bisschen Sorgen bereitet, weil ich glaube, an die 200 Sticker drinnen sind, also Wahnsinn. Und der hat weder ein Dach noch eine Rückwand, also den müssen wir auf jeden Fall ein bisschen umbauen. Dann habe ich von Rita, ich glaube, das war ursprünglich mal ein Valentinstagsgeschenk, den haben wir jetzt so lange nicht aufgebaut, diesen Slushy-Truck, diesen Getränketruck bekommen. Dann haben wir hier den neuen Müllwagen, dann haben wir hier, hat es bei Müller ganz günstig gegeben, dieses Mickey Space Set.
welches Rita sich gewünscht hatte, mit den beiden Figuren, die wirklich sehr nett sind. Ich weiß nicht, das kommt vielleicht irgendwo in den Vergnügungspark. Dann haben wir hier, oh, und jetzt wird es natürlich interessant, ein Geschenk von Rita an mich. Ja, ihr seht richtig, wir haben wieder bei Star Wars zugeschlagen. Ich habe den N1, oh, das spiegelt jetzt ein bisschen, Starfighter bekommen. Finde den total cool und auch die Figuren natürlich hier mit Pelimotto und Grogu und so. Also das Set, aber das werden wir jetzt noch nicht aufbauen, das legen wir jetzt mal zur Seite. Dann auch von Rita bekommen, mir kommt irgendwie vor, sie kauft in letzter Zeit mehr Star Wars als ich. Dieses Set aus dem Obi-Wan, aus der Obi-Wan-Serie, und da muss ich sagen, finde ich auch die Figuren ganz cool und ich habe den Ned einfach geliebt in der Serie, auch wenn er nicht sprechen kann. Total cooles Set, das gab es jetzt auch mal günstig, ich glaube bei Alternate oder so, relativ schöner Preis. Ebenso auch von Rita bekommen diesen Zurg, weil sie noch einen Captain Buzz wollte. Das Set wurde auch abverkauft, ganz günstig, ich glaube bei 0815 AT. Was haben wir hier sonst noch? Wir haben hier noch, oh, das ist, da schauen wir jetzt nicht rein, das sind Ersatz- oder besser gesagt fehlende Teile. Ich weiß nicht, ob euch das auch in letzter Zeit öfter passiert ist. Bei uns haben jetzt immer wieder mal bei Lego-Sets Teile gefehlt. Und ich meine, ja, also wir hätten natürlich viele Ersatzteile, aber jetzt auch im Auto, aber da geht es irgendwie ein bisschen ums Prinzip. Das, glaube ich, bei einem Luigi-Set hat das gefehlt. Dann haben wir hier von meinen Eltern, das ist leider auch im Auto umgeflogen, habe ich erst jetzt gesehen, einen Pick-a-Brick-Becher aus dem Lego Store in Catania in Sizilien, auch mit diversen coolen Steinen, allen voran in Grün und in Grau, was wir halt so brauchen für unsere Stadt, eher kleine Teile, damit man schön viel reinbekommt. Dann haben wir hier, wie gesagt, den Haul, den haben wir immer noch nicht hierher gebracht, das hat jetzt so lange gedauert. Was haben wir hier? Das sieht nach einem Universalkatalog. Oh ja, das ist die Scythe. Die habe ich mir auch geholt. Oh, ihr seht, glaube ich, gar nichts, weil das so spiegelt. Ich weiß nicht, warum das Licht heute hier nicht so gut ist. Und ich finde hier die Figuren einfach auch mega. Der Großinquisitor, dann die dritte Schwester, der fünfte Bruder und natürlich unser Freund Obi-Wan. Das war auch das Set, wo diese Aufkleber direkt auf der Box drauf waren. Ich habe es jetzt so gemacht, wie ihr mir geschrieben habt, mit einem Föhn habe ich die runterbekommen. Dann haben wir hier, das ist auch ganz interessant, eine kleine Bestellung. Das Einzige ist nur, die sind extrem klein. Wir haben uns Bricks Go Wild Sticker machen lassen für, weiß ich nicht, vielleicht euch, wenn wir euch mal sehen im Legoland oder so, keine Ahnung. Aber die sind so klein geworden. Ich habe mir irgendwie gedacht, die sind ein bisschen größer. Die sind irgendwie nur, keine Ahnung, jetzt 7 cm groß geworden. Und das ist das Problem, weil dieser Sticker oder das Format so länglich ist. Jetzt haben die das irgendwie nur so klein ausgedruckt. Keine Ahnung. Man kann es zum Glück lesen, nur sind sie irgendwie ein bisschen klein. Was soll's. Dann haben wir hier noch diverse, was das ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Oh, das ist Fanpost von euch, die haben wir auch jetzt, aber das sind nicht mehr die Sachen drin, die wir mal drinnen waren, sondern es sind schon andere drinnen. Und dann haben wir hier noch ein paar neue 23er Sets. Hier den Wagen möchte Rita heute noch aufbauen, den gab es bei Amazon jetzt, glaube ich, mal um 6 €. Dann haben wir hier auch Bo-Katan, die war auch bis jetzt bei uns in Salzburg. Haben wir nie mitgenommen. Heute war mal der Tag. Wir sind jetzt sehr oft auch mit dem Zug hierher gekommen und konnten da meistens dann nicht so viel Gepäck mitnehmen. Heute war wieder mal das Auto am Start. Dann haben wir hier Picondo von der Super Mario Serie, habe ich von Rita bekommen. Und hier dieses mobile Haus von Friends. Und ich glaube, da werden wir, das ist also so eine Art, hoppala, so eine Art Wohnwagen. Und wir werden, glaube ich, die Räder runternehmen und werden das zu einem normalen Haus machen, denn dann sieht das vielleicht ein bisschen besser aus. Das ist der große Haul, wo, glaube ich, 11 Kilo graue Platten drin sind. Die war auch bis jetzt in Salzburg, weil wir eben das mit dem Zug nicht transportieren konnten. Dann haben wir hier noch eine Kiste, wo, fragt mich nicht, was da drinnen ist. Übrigens bauen wir nebenbei gerade die Mos Eisley Kantine auf und es ist ein formidables, wirklich, wirklich schönes Set. Oh ja, das ist die Justifier, die wir gekauft haben um, ich glaube, 79 € bei Otto Versand. Das war auch mal ein wirklich, wirklich schöner Deal. Und mit einer Hand ist das ein bisschen schwierig jetzt zu filmen. Und eine Kiste haben wir noch, die werden wir auch noch anschauen. Das ist von, ich glaube, Lego Direkt. Ja, haben wir auch noch gar nicht angerührt. Die habe ich zu meinen Eltern schicken lassen. Und
dann seitdem leider immer dort vergessen, wenn wir hier waren. Das ist dieses chinesisches Neujahrsset, was es mal gegeben hat, dieses Polybag. Dann haben wir hier den Star Cruiser oder wie er heißt, Blacktron Cruiser. Und dann haben wir hier noch um sage und schreibe 200 € hellgraue Platten in 16×16 und genauso dunkelgraue Platten in 16×16 auch für den neuen Stadtteil, für die U-Bahn und diverse andere Sachen. Und ja, wie gesagt, die Platten, das sind fast 50 Stück pro Farbe. Die haben dann auch insgesamt in etwa 200 € gekostet. Wie gesagt, nochmal ein kurzer Blick auf die schöne Mos Eisley Cantina, wie sie hier steht. Ja, was ist jetzt meine Aufgabe? Ich werde jetzt hier mal dieses Chaos ein bisschen beseitigen und mal schauen, wo wir die ganzen neuen Sets hinstellen. Dann gibt es jede Menge neue Updates. Wir haben jetzt so viel Material. Jetzt haben wir wieder ein paar Videos mehr oder weniger mit unseren Steinen, die wir schon gehabt haben, gebaut. Jetzt geht es wieder ans neue Steine verbauen und ein paar Kisten und Sets, die ich wieder verstauen muss. Teile zum Sortieren, wie ihr gesehen habt, mit dem Malheur im Auto. Vielleicht sagt ihr auch jetzt, Christoph, du solltest mal einen Ladungssicherungskurs besuchen. Ja, natürlich, das ist auch wahr. Das Auto war zuerst noch ein bisschen voller, weil wir ja Team an Bord hatten. Da war das ein bisschen besser verstaut und verzurrt. Dann haben wir das Baby mitsamt seinem Gepäck aus dem Auto bei meinen Eltern ausgeladen und dann war irgendwie die Kiste nicht mehr richtig gesichert. Aber gut, es soll passieren. Gott sei Dank war nicht mehr los. Und ja, wir hoffen, ihr baut auch was Schönes. Wie gesagt, wenn es heute noch mal ein kleines Update gibt von einem Ort in Wild City, dann schalten wir nochmal die Kamera ein. Ansonsten danke fürs Einschalten und für euer Interesse. Und ja, wir versuchen hier für euch unseren Lego-Hobby-Alltag so authentisch wie möglich zu gestalten. Und da gibt es leider eben auch Tage, an denen manches nicht funktioniert. Aber sei es drum, wenn es nur das ist, dann können wir bestens damit leben. Ich schaue jetzt mal, was Rita macht und dann melden wir uns wieder. Tschüss!